Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Sports Betting Academy zum Thema des Tradens auf Wettbörsen. Heute mit einem Bereich, wo wir eine Back-Wette als erstes platzieren, dann eine Lay-Wette platzieren und den Trade drehen vom Buch her. Ja, mein Name ist Daniel Winterholzinger von der Sports Betting Academy, der größten deutschsprachigen Bildungsplattform für das Thema des professionellen Sportwettens. Und Sie sehen heute wieder einen Auszug aus dem Live-Coaching-Programm von der Sports Betting Academy, wo wir jeden Sonntag zusammen mit vielen Teilnehmern auf Wettbörsen traden und uns alle möglichen Varianten des Tradings anschauen. Und heute ganz speziell werden wir uns eine Technik anschauen, wo wir zuerst eine Back-Wette eingehen, dann später durch einen Spielverlauf heraus eine Lay-Wette eingehen und dann auch noch sagen, dass wir das gesamte Potenzial, was dann diese Wette am Profit erwirtschaftet, auf die Lay-Situation lenken werden. Schauen wir uns das einmal an, von der Definition her, wo könnte man sowas anwenden? Ich habe hier zum Beispiel ein Spiel von der Weltmeisterschaft verwendet, wo wir sagen, bei dieser Technik wollen wir zum Beispiel zuerst auf den Heimsieg einer Mannschaft setzen und nachdem diese in Führung gegangen ist, soll der Trade so gedreht werden, dass dieses Spiel dann eben nicht die Heimmannschaft gewinnt. Und es soll somit dann eine Freebet entstehen für die Doppelchance X2. Ja, wo wendet man zum Beispiel sowas an? Sie schauen sich zum Beispiel gerade ein Spiel an und haben zuerst zum Beispiel auf die Heimmannschaft gesetzt, weil sie sehen, dass die Heimmannschaft zum Beispiel dominiert. Und dann im Verlauf des Spieles sehen sie jetzt aber, dass eigentlich doch eher auch die Auswärtsmannschaft, die was jetzt in Rückstand liegt, hier noch das Potenzial und die Chance hat, dass die dieses Spiel zum Beispiel für sich entscheiden können, beziehungsweise auch ein Unentschieden nicht so unrealistisch ist. Und jetzt geht es genau um diese Herangehensweise, was kann ich denn auf der Börse jetzt machen, wenn ich so etwas wahrnehme? Dass zum Beispiel die erste Tendenz, zum Beispiel die Heimmannschaft in Führung geht und dann erst im Verlauf des Spieles ich zum Beispiel dann sage, nachdem sie in Führung gegangen sind, nein, die Heimmannschaft wird das nicht gewinnen. Sollten sie es aber gewinnen, nehmen wir es einmal an, dann möchte ich aber keinen Verlust mehr haben, also kein Risiko mehr haben und einfach nur den möglichen Gewinn, den was ich jetzt da hier realisieren könnte, eben auf die Seite von der Doppelchance X2 lenken. Und dafür habe ich eben das Spiel Portugal gegen die Schweiz für dieses Fallbeispiel vorbereitet, wo wir auch ein bisschen über die Quotenlehre uns ein bisschen unterhalten müssen. Und zwar die Siegquote für Tipp 1 liegt zu Spielbeginn bei 1,88. Jetzt ist natürlich auch hilfreich, wenn ich eben hier weiß, wohin wird denn die Quote in etwa gehen, wenn eben die Heimmannschaft in Führung geht. Zumindest. Ja, das heißt, je länger das Spiel andauert, desto niedriger kann natürlich auch die Quote sein. Aber um das in diesem Fallbeispiel darstellen zu können, bin ich davon ausgegangen, jetzt dafür dieses Schulungsbeispiel, dass die Quote nach dem Führungstreffer auf ca. 1,30 fallen wird, nachdem sie 1-0 in Führung liegen. Und genau wenn das jetzt passiert, dass die dann in Führung liegen, möchte ich jetzt aber sagen, nee, die Heimmannschaft wird das Spiel nicht gewinnen. Ich möchte aber meinen Gewinn maximieren, in dem Sinn, dass ich das dann auf die Doppelchance X2 lenke. Schauen wir uns aber zuerst einmal die Ausgangslage hier an, vom Spiel Portugal gegen die Schweiz, wo wir eine 1,88er Quote eben haben für den Sieg von Portugal und wir definieren hier wieder ein Risiko von 100 Euro für dieses Fallbeispiel. Der erste Schritt, den Sie hier machen müssen, ist, dass Sie den Trading-Rechner von der Sports Betting Academy öffnen, wo Sie dann hier folgende Informationen eintragen können. Die erste Information ist, dass ich hier oben das auf Back einstelle mit der Quote 1,88 zu 100 und hier unten dann die Lay-Quote eintrage, jetzt in dem Fall von 1,30. Das kann natürlich dann individuell sein, abhängig wann halt dann zum Beispiel Portugal in Führung gegangen ist. Aber für dieses Fallbeispiel verwenden wir jetzt die Quote hier 1,30. Und Sie müssen dann hier auf diesen Button draufklicken, Freebet Rosan, dass ich eine Gratiswette erstelle gegen diese Situation, also gegen die Situation, dass Portugal gewinnen wird. Und dann wird hier eine Berechnung durchgeführt. Das heißt, wir sehen hier oben 100 Euro und der Lay-Einsatz sind 293,33 Euro.
Und im zweiten Schritt müssen wir jetzt da die sogenannte Backwette auf der Wettbörse platzieren. Das schaut dann so aus wie hier. Das heißt, wenn ich hier auf diese blaue Quote draufklicke, dann spiele ich eine sogenannte Backwette. Wenn ich dann hier 100 Euro eingebe, dann habe ich hier mal meine Startsituation. Wenn natürlich jetzt das Spiel unentschieden ausgeht oder die Schweiz zum Beispiel das Spiel gewinnt, bevor Portugal in Führung gegangen ist, dann ist unser Risiko hier 100 Euro. Und der dritte Schritt wäre jetzt da hier beim Rechner, ja, von dem, was wir ermittelt haben, den Lay-Einsatz hier abzulesen. Und da wäre hier jetzt in dem Fall 293,33 Euro bei der Quote 1,3. Das heißt, im vierten Schritt müssen wir dann eine sogenannte Lay-Wette platzieren, dann auf der Börse. Und damit das aber funktioniert, muss jetzt aber Portugal schon in Führung gegangen sein. Sonst wird die Quote hier nicht niedriger sein. Nehmen wir mal an, dass die Quote dann im Falle, wenn Portugal in Führung geht, auf 1,3 fällt. Dann sehen Sie hier, wenn ich eben diese rosane Quote anklicke, da steht es zwar 1,91, aber wenn ich dann hier unten einstelle 1,3 und den Wert eingebe 293,33, dann sehen Sie, was hier passiert. Bei Portugal steht es dann 0 Euro, das heißt, ich habe dann hier weder Gewinn noch Verlust, aber wenn das Spiel jetzt da X oder 2 ausgeht, habe ich dann hier stehen 187,53 Euro, sowohl als auch, also beim Unentschieden als auch beim Sieg von der Schweiz. Und das ist genau diese Funktion, was dieser Rechner jetzt macht, wo ich gesagt habe, dass Portugal zuerst in Führung geht und wenn wir die Meinung haben, zum Beispiel, dass das Spiel jetzt aber noch unentschieden ausgeht oder die Schweiz noch gewinnen könnte, dass ich dann zum Beispiel diesen Trade drehe, sodass halt ich dann eine Null-Situation habe im Falle, wenn Portugal gewinnt, aber eben die Chance habe hier auf 187,53 Euro jetzt in dem Fall, wenn jetzt das Spiel noch unentschieden ausgeht oder die Schweiz gewinnt. Es besteht somit auch ein Risiko natürlich bei dieser Strategie. Das Risiko besteht darin, dass wir eben diese gewünschte Lay-Quote nicht erreichen. Und das ist halt nur der Fall, wenn Portugal zum Beispiel nicht in Führung geht. Wenn Portugal zum Beispiel unentschieden spielt, durchgehend, oder die Schweiz zum Beispiel in Führung geht und das Spiel dann zum Beispiel auch gewinnt, dann wird die Quote natürlich hier nicht runtergehen bis 1,30. Das heißt, auch da haben wir natürlich dann ein Restrisiko in der Anwendung von dieser Strategie. Wenn Sie noch mehr zu diesem Thema lernen wollen, wie das Traden auf Wettbörsen funktioniert, dann lade ich Sie jetzt auch ein, unterhalb von diesem Video mit mir einen unverbindlichen, kostenfreien Infocall zu führen, wo ich Ihnen noch mehr Informationen geben kann zum Thema des professionellen Tradens auf Wettbörsen. Ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen weiterhin maximalen Erfolg mit Ihren Sportwetten. Alles Gute und bis zum nächsten Video.